אני מחזק, זה גם מפתח לקומה 7. אני אביא לך. Okay, so guten Abend. Heute lernen wir eine sehr wichtige und interessante Sicha über Izchak Avinu. Zuerst mal eine kleine Zusammenfassung von unserer Parashat. Was lernen wir diese Woche? So, letzte Woche, Izchak hat verheiratet, ist verheiratet mit Rivka. Izchak war 40 Jahre alt, so schön alt. Und Rivka war nur 3 Jahre alt. So eine wunderbare Hochzeit. Und nach den ersten 20 Jahren, Izchak und Rivka bekommen keine Kinder. So sehr, sehr schwer. Noch einmal nach Abraham und Sarah, noch einmal unsere Avot, Izchak und Rivka, sehr schwer zu bekommen Kinder. Und Rivka macht viele Gebete und auch Izchak. Und am Ende, nach 20 Jahren nur, Izchak und Rivka bekommen nicht nur ein Kind, sondern 2 Kinder. Esav und Jakob, die Zwillinge. Und wir wissen, Esav und Jakob sind sehr nicht dieselbe Persönlichkeit, genau. Esav ist nie sehr, geht nach nicht gute Sache und Jakob immer lernt Torah. Und ein Tag, Esav kommt zurück zu Hause und er ist sehr müde und einfach seine Bruder macht Essen für seinen Vater und er sagt, ich wollte jetzt etwas essen sofort. Und Jakob sagt, okay, kein Problem, aber ich kann zu dir verkaufen diese Essen und der Preis ist, ich wollte deine erstgeborene Rechte. Und Esav versteht nicht, er ist nur 15 Jahre alt, wir sollen das verstehen, er ist sehr junge. Esav war sehr schwer, auch sehr junge. Er sagt, ich werde einen Tag getötet, gestorben. So, warum brauche ich das? So, nur überlegen, ein Kind, wenn er ist 15 Jahre alt, er schön überlegen über Töte. Das ist nicht normal. Und ein Kommentar sagt uns, warum Esav redet über Töte, weil er hat schön getroffen, die Töte. Wie? In dieselben Tag, die Midrash sagt uns, dass er hat getötet Nimrod. Nimrod in dieser Zeit war der Präsident von der ganzen Welt. Er war sehr der starke Mensch in der Welt. Er hat die Geschichte mit Abraham. Nimrod war sehr, sehr stark. Und er hatte eine sehr besondere Kleidung. Die Kleidung von Adam Arishon, das Hashem hat gemacht, zu Adam Arishon. In einem Weg, Nimrod hat das bekommen. Und Esav, und diese Kleidung war sehr gute und sehr stark, dass alle Tiere in der Wald hat viele Angst. Und das war eine sehr gute Sache für Nimrod, dass er immer Hüter, jagt, genau. So Esav will sehr stark diese Kleidung und er hat einfach getötet Nimrod. Und deswegen, er hat schön getroffen, er weiß, was ist getötet. Was ist der Tod, genau. Und danach, wir wissen, dass Esav hat verkauft seine erstgeborene Recht. Und die Geschichte geht weiter, dass Izchak geht bei die Philistinen, weil er hat noch einmal keine Essen in Eretz Kanaan, so er hat keine andere Wahl, er geht unten. Und am Ende von unserer Parashat, Izchak ist bekannt zu sein, sehr alt. Er ist 123 Jahre alt und das ist 5 Jahre vor der Jahr alt, dass seine Mutter Sarah ist gestorben. Wir wissen, letzte Parashat in Chaye Sarah, Sarah ist gestorben in welche Jahre? Wenn sie war
27 Jahre alt. Und unsere Chachamim sagen, dass immer 5 Jahre vor der Alt, dass unsere Eltern, Chas v'Shalom, die nicht in dieser Welt, ein Mann soll Sorge, soll Angst haben. So Izchak ist 5 Jahre vor dieser Alt, er hat Angst. Er wollte seine Kraft, seine Segnen geben zu der kommenden Generation. Er wollte einfach die Brachot geben. So, er sagt, wer ist meine erste Geboren? Esav, ich wollte ihm eine Segnen sagen. Und Rivka hat das gehört und sie sagt, das geht nicht. Ich weiß, wer ist Esav, wer ist Jakob. Jakob soll diese Brachot, diese Segnung bekommen. Und sie macht diesen Trick, dass Jakob wird tragen diese besondere Kleidung von Esav und er wird diese Brachot bekommen. Und am Ende, Jakob hat so sicher diese Brachot bekommen und Esav ist sehr traurig darüber. Er wollte töten Jakob und Rivka schickt seinen Sohn Jakob zu Haran. So 2 Gründe. Erster Grund, das ist zu gefährlich. Und zweiter Grund, er soll auch, das ist seine Mission jetzt, auch eine Frau finden. So, Rivka wollen auch, dass Jakob wird wie seine Mann, wie Izchak auch eine Frau finden, nicht in Eretz Kanaan, sondern in Haran. So heute in unserer Sicha, wir sprechen über einen sehr besonderen Punkt, dass Izchak in die Alt von 123 Jahre alt steht der Torah, dass er war alt, ki haya zaken. Und nicht nur alt, sondern er hat Probleme mit seinen Augen. So er war blind. Und darüber, es gibt verschiedene Erklärungen, verschiedene Midrash, verschiedene Erklärungen, warum er war blind, was er hat gemacht, warum Hashem macht so. Und wir wird besondere, der Rebbe in dieser Sicha erklärt, besondere diese verschiedenen Midrashim und macht eine ganze Analyse von dieser Rashi, welche Erklärung er bringt, welche Ordnung, weil wir werden analysieren diese Rashi und lernen, wie einfach Rashi funktioniert. Wir wissen, dass Rashi eine kleine historische, wer war Rashi? So war Rashi ist geboren in Frankreich und sein Vater war Izchak, auch komisch, sprechen wir über Jakob und sein Name war Shlomo ben Izchak. Und ungefähr 1000 Jahre vorher, von heute, in Frankreich. Und er hat viele Kommentare gemacht über die ganze Tanach, die ganze Chumash, die Propheten und so weiter und der Talmud. So heute einfach Torah lernen ohne Rashi, das ist unmöglich. So Rashi ist eine sehr, sehr, sehr große Meister in dieser Domäne. Und auch interessant, dass Rashi hat keine Söhne bekommen, nur Tochter. Und 2 Tochter, Jochevet, Miriam und Rachel, auch sehr interessant. Und diese 3 Tochter sind auch sehr berühmt. Sie waren auch Tzadikot, sehr gute Frauen. Und die Kinder von diesen Frauen, die Enkelkinder von Rashi, waren auch sehr berühmt. Es gibt Rabbenotam, er ist ein Enkelsohn von Rashi. Es gibt den Rashbam, auch ein sehr wichtiger Kommentar. Er hat beendet die Kommentare von der Talmud von seinem Großvater. Rashi hat nicht die Talmud erklärt, die gleich alles, aber nicht genau. Und Rashbam, sein Enkelsohn, hat einfach alles beendet. Und die sind auch ein Teil von den Tosafot. Wir wissen, die Gemara in der Talmud, es gibt immer in die Mitte der Text von der Talmud. Eine Seite, es gibt Rashi, andere Seite, es gibt die Tosafot. Und diese Tosafot sind die Enkelsohn von Rashi. Aber in unserer Parashat, wir werden analysieren nur eine Pasuk. Nur eine einfache Pasuk, das steht in unserer Torah, unsere Parashat.
in Hebräisch, Vayehi ki zaken Izchak. Wenn Izchak war alt. So, er war alt, kleine Erinnerung, wie alt er war, Jonathan? Kol hakavod. Er war 132 Jahre alt, 5 Jahre vor der Tod von seiner Mutter Sarah. So, er war alt. Was passiert? Seine Augen war schwach. Merot, zu sehen. Und danach, Vaikra et Esav benu agadol, er hat angerufen, seinen Sohn Esav, seinen großen Sohn, Vayomer elai, und hat gesagt, Beni, mein Sohn, Vayomer elai binini, und hat gesagt, ich bin hier. So, das ist der erste Pasuk, das spricht über die Geschichte, dass Izchak wollen seinen Sohn einen Segen sagen. Rashi erklärt, wurden dunkel, über dass seine Augen sind schwach geworden. Warum? Und Rashi bringt uns 2 Erklärungen. Erste Erklärung, die Quelle ist in dem Midrash Tanchuma, dass durch der Rauch jener, welche den Götzen raucherten und Opfer verbrannten. Was das meint? Dass Esav hat in dieser Zeit schön Frauen. Und diese Frauen haben gemacht einfach Rauch, Ketoret, einen Dienst von Avodah Zarah. Und Izchak war eine sehr große Tzadik, dass die Rauch von die Frauen von Esav hat einen schlechten Einfluss auf dem Auge von Izchak. Deswegen er ist blind geworden. Das ist eine Midrash, eine interessante und schöne Erklärung, warum Izchak ist blind geworden, weil wegen die Rauch von Avodah Zarah, das die Frauen von Esav haben gegeben. Rashi bringt eine zweite Erklärung, andere Erklärung, als er auf dem Altar gebunden worden war und sein Vater ihn opfern wollte, in jeder Stunde öffnete sich die Himmel und die Engel des Dienstes schauten herab und weihten. Und ihre Tränen kamen herunter und fielen ihm in die Augen. Dadurch wurden seine Augen dunkel. Andere Erklärung, total anders. Das ist passiert nicht nach der ersten Erklärung, wann das ist passiert, einfach ein bisschen vor, dass er war 127 Jahre alt. Die zweite Erklärung ist mehr extrem und mehr ein bisschen schwer zu verstehen. Er sagt, Izchak ist schon viele Jahre blind. Seit wann? Seit Akedat Izchak. Wenn Akedat Izchak ist passiert, die Himmel ist geöffnet und die Tränen von den Engeln sind in die Augen von Izchak gekommen und wegen dieser Tränen, er hat einfach verloren seine Sehe. Das ist das ist passiert, wie alt war Izchak, wenn war Akedat Izchak? Noch einmal, Jonathan, weißt du? Wie alt war Izchak, wenn er war 37, wenn war Akedat Izchak? 37, sagt der andere Jonathan. 37, genau. Danke. Nein, er war 37 Jahre alt. Ja, sicher. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Er hat gemacht mit seiner Absicht, er weiß, was passiert und trotzdem, wir geben sein Leben. Er war bereit zu töten. Er war eine Erwachsene. So auch nach diesem Midrash, Izchak ist schon blind seit vielen Jahren. Und dritte Midrash sagt, einfach ein bisschen mehr einfach, andere Erklärung, damit Jakob die Segnungen erhalte. Midrash Bereshit Rabbah. Andere Erklärung, das Rashi bringt uns, ist, nein, das ist keine verbunden mit den Frauen von Esav, nicht verbunden mit der Akedat Izchak. Einfach, Hashem hat eine schlechte, wahrscheinlich Wunder gemacht. Er hat verloren seine Augen und damit, dass Jakob wird die Segnungen bekommen. Weil wer Izchak sieht, er weiß, wer es war und er wird geben die Brachot zu Esav. So, das war ein Trick, dass Jakob wird können die Segnen bekommen. Es ist klar bis jetzt, das ist einfach, wir haben nur Pshat.
Pasuk und Erklärung von Rashi, 3 Erklärungen, eine über die Frauen von Esav, das war der schlechte Einfluss zu die Augen von Izchak. Zweite Erklärung, das ist die Tränen in die Zeit von Ekadet Izchak. Und dritte Erklärung, das ist einfach ein Trick, ohne besonderen Grund, nur dass Jakob wird die Brachot, die Segnungen bekommen. Alles ist klar? Ja? Oder Fragen? Okay. So, jetzt anfangen wir der Sicha. Das ist sehr wichtig, wenn möglich. Auch ich weiß, es ist nicht einfach auf Hebräisch, aber ich lese langsam, dass jeder kann einfach auch die Wörter von der Sicha, weil das ist sehr sehr interessant zu sehen, wie der Rebbe erklärt diese Rashi und wie Rashi ist mehr tief als glauben wir. Wir glauben, Rashi sagt einfach immer der Pshat. Immer, was ist einfach für eine kleine Kind von 5 Jahren alt. Das ist das ist klar. Aber Rashi ist auch sehr tief und hat einen Grund, warum das ist die erste Erklärung, warum das ist die zweite Erklärung, warum nicht nur eine Erklärung. Es gibt eine Gründe für alle. So, ala Pasuk auf der Pasuk. Vayhi ki zaken Izchak, wenn Izchak war alt. Vatichena einav marot, und seine Augen sind schwach geworden. Wie Rashi shloshet Pirushim, Rashi bringt uns 2 Erklärungen, bebiur sibat vatichena, über die Erklärung, warum ist blind geworden. Be'ashanan shel elu, shayu ma'ashnot u'maktirot la'avoda zara. Erste Erklärung wegen Ashan. Ashan ist die Rauchen von die Frauen von Esav. דבר אחר, andere Erklärung, שנעקד על גבי המזבח. wenn Izchak war auf der Mizbeach, והיה אביו רוצה לשחטו, und sein Vater Abraham wollte ihn schlachten. באותה שעה, in dieser Zeit, נפתחו השמיים, die Himmel ist geöffnet. וראו מלאכי השרת, und die Engel haben gesehen, was passiert. והיו בוכים, und sie weinen. וירדו דמעותיהם, und seine Tränen sind einfach unten gekommen. ונפלו על עיניו, לפיכך קהו עיניו, und das ist gekommen auf seine Augen, deswegen seine Sehe ist schwach geworden. דבר אחר, dritte Erklärung, andere Erklärung, כדי שיטול יעקב את הברכות. dass Jakob wird die Möglichkeit, ליטול, nehmen, die Berachot. Das ist die Rashi. Und das ist nicht verstanden. Erste Frage, בפשטות, nach die einfache Bedeutung von diesem Pasuk. שהטעם לכך ניתן כבר בכתוב גופה, wahrscheinlich brauchen wir keine Rashi. Wahrscheinlich alles ist klar. בתחילת הפסוק, ויהי כי זקן יצחק, steht in dem Pasuk, wenn Izchak ist alt geworden. So der Pasuk selbst wahrscheinlich sagt uns, warum ist blind geworden. Warum Rashi suchen erstmal 3 Gründe. Die Grund wahrscheinlich steht in der Tora. וכתוצאה מכך ותכהנה עיניו מראות, und deswegen ist blind geworden, ועל דרך הנאמר ביעקב אבינו, ועיניו ישראל כבדו מזוקן. כפי שאנו רואים במוחש, wie sehen wir, שלעת זקנה wenn jemand bekommt, und sie ist alt, נחלש כוח הראייה, seine Kraft von sehen ist schwach. So, מאחר שסיבת ותכהנה מתבארת בכתוב עצמו, למה לרש"י לחפש טעמים אחרים על כך? So, erste Frage, warum Rashi normalerweise wir werden heute Abend lernen, kleine verschiedene Regeln von Rashi. Was Rashi macht nicht. Normalerweise, Rashi, wenn alles ist klar, spricht nicht. Auch wenn es gibt auch andere Erklärungen von dem Midrash. Rashi ist hier normalerweise, uns helfen, verstehen, was steht in der Tora. Nicht, was ist die andere Midrashim. Wenn verstehen nicht die Tora, die wörtliche Bedeutung, danach brauche ich Rashi. Aber hier wahrscheinlich brauchen wir nicht Rashi. So, das ist die erste Frage. zweite Frage, בכל מקום שמביא רש"י בפירושו 2 פירושים או יותר, in alle Ort, wenn Rashi bringt 2 oder mehr Erklärung, לעולם הרי זה משום שבכל אחד מהפירושים יש קושי כלשהו שאינו באחרים.
zweite Regel, das sollen wir wissen, wenn Rashi bringt verschiedene Erklärungen, das ist immer, weil eine Erklärung hat einen Nachteil, das die zweite Erklärung hat nicht. Immer das zusammen, das geht. Wenn Rashi bringt nur eine Erklärung, viele Mal, er sagt einfach eine Erklärung, das meint, diese Erklärung ist total perfekt, es gibt keine Probleme nach der Pshat, nach der einfachen Verständnis, eine ist genug. Wenn Rashi bringt 2 oder 3 oder 4 Erklärungen, das meint, dass alle Erklärungen allein ist auch problematisch, deswegen brauche ich auch eine andere. Dass die andere hat nicht die Probleme, das hat die erste. Das ist eine Sache. Auch die Ordnung, Rashi bringt erstmal die erste, danach die zweite, danach die dritte. Auch in der Ordnung von Rashi, es gibt auch eine Idee. Es gibt auch eine tiefe Idee unter. Immer die Schwierigkeit von der zweiten Erklärung ist größer als die Schwierigkeit von der ersten Erklärung. Deswegen die erste ist die erste. Und auch die dritte ist schwerer als die zweite und die erste, normalerweise. Und jetzt brauchen wir es verstehen. Was ist die Problem, was ist die Schwierigkeit von aller Erklärungen separat? Was ist das Problem von sagen, dass die Frauen von Esav, warum das ist nicht perfekt? Wahrscheinlich, das sieht aus gut. Die Frauen von Esav haben Rauch, schlechter Rauch. Izchak ist blind geworden. Ich habe verstanden. Was ist das Problem von dieser Erklärung? Wie die zweite Erklärung ist schwierig als die erste Erklärung. Und wie die dritte ist auch schwierig als die erste und die zweite zusammen. So jetzt langsam aber sicher sehen wir, dass Rashi ist nicht einfach. Rashi hat eine tiefe Gedanken und tiefe Sache in diese Erklärung, seine Kommentare. Und dritte Frage, Entschuldigung. כבר נדבר בעבר כמה פעמים, שבמקום שהביא רש"י 3 פירושים, הנה, immer das Rashi bringt 3 Erklärungen. מלבד הקושי המיוחד שבכל אחד מהפירושים בפני עצמו, המיושב לפני 2 הפירושים האחרים. Jetzt, es gibt auch eine andere Regel, wenn Rashi bringt 3 Erklärungen. Dass immer, wenn es gibt 3 Erklärungen, das meint, außer dass alle Erklärungen allein ist nicht voll, ist nicht perfekt, außer das, יש גם קושי משותף בכל 2 פירושים מבין השלושה יחד. Es gibt immer zwischen 2 Erklärungen ein Problem, dass die dritte kann uns helfen. So, wir werden am Ende Erklärung nur, dass am Ende alles geht super total, aber immer 2 geht, immer die dritte hat einen positiven Punkt, das hilft die 2 anderen. ולכן, יש צורך בפירוש השלישי. Deswegen brauchen wir eine dritte. Weil wenn 2 Kommentare sind perfekt, danach brauche ich keine dritte Kommentar. שעל פי הקושי אינו קיים. שהרי אם נאמר שעל ידי 2 הפירושים התיישבו כל הקושיות, wenn 2 פירושים sind schon genug, שוב לא היה רש"י זקוק לפירוש השלישי. wenn 2 פירושים, alle von die 2 bringen seine positive Idee, danach 2 ist genug. So, wenn Rashi bringt eine dritte, das meint, dass die 2 zusammen sind auch nicht voll. ואם כן, jetzt, יש למצוא בפירוש רש"י דידן גם את הקושי המשותף לכל 2 הפירושים יחד, ולבאר כיצד הוא מיושב לפי הפירוש השלישי. So, brauchen wir auch verstehen, was ist das Problem mit den 2 Erklärungen, 2 erste Erklärungen zusammen, das brauchen wir danach noch eine dritte. So, jetzt, wir haben schon genug Fragen gesagt, jetzt langsam, wir werden erklären jede Erklärung allein, was ist eine positive
Punkt, was ist eine nicht so einfache Verstand, das können wir verstehen. Okay. הטעם שלא רצה רש"י לפרש, zuerst mal, wir antworten zu der ersten Frage. Erste Frage war, warum Rashi überall schreibt etwas? Steht in der Tora, dass Izchak war alt. Das meint, das ist natural, das ist okay. So brauchen wir wahrscheinlich keine Erklärung. הטעם שלא רצה רש"י לפרש, כפי שאפשר לומר בפשטות, שטעם ותיכנה הוא תזקן יצחק, warum Rashi wollte nicht sagen, dass warum ist blind geworden, war zaken, war alt. בפרשה הקודמת, weil die letzte Parasha, letzte Woche, נאמר, steht geschrieben, ויברך אלוקים את יצחק. Gott hat Izchak einen Segen gesagt und geschickt. ופירש רש"י sagt, זה רש"י דוח, auch erklärt, נתיירא אברהם לברך את יצחק. אמר, יבוא בעל הברכות ויברך, ובא הקדוש ברוך הוא וברכו. Warum Gott hat Izchak gesegnet? Warum nicht Abraham? Weil Abraham hat in dieser Zeit Angst. Hat gesagt, ich sehe die Zukunft. Ich sehe die Zukunft, dass Izchak wohl und würde in Zukunft die Brachot geben zu Esav. Ich sehe das. Und ich habe Angst, denn wenn gebe ich meine Brachot, meine Kraft zu Izchak und danach Izchak wird geben seine Kraft zu Esav, alles ist kaputt. Deswegen, Abraham hat nicht eine Bracha gesagt zu Izchak. Und Hashem ist gekommen und hat gesagt, okay, du wolltest nicht, mache ich die Arbeit. Ich gebe meine Bracha. Das meint, והעולה הקושייה, איך ייתכן שלאחר שברך הקדוש ברוך הוא עצמו את יצחק אבינו, יגיע יצחק לידי מצב של ותיכנה עיניו. So, jetzt kommt eine einfache Frage. Wenn Hashem selbst in Person hat eine Bracha gesagt zu Izchak, wie kann sein, dass plötzlich wird blind? Hashem hat gesagt, personell, wenn ich bekomme eine Bracha im Personal von Gott, kann nicht sein, dann einfach so, ich bin blind. Das macht keinen Sinn. Er soll reich, spiritual, material, mit seinem Körper, alles soll gut gehen. הגורם לאדם צער וייסורים עד שמשום כך, כמו שכתב רש"י להלן, הרי הוא כמת. Eine blind, normalerweise, sieht auch, ist nach der Tora, ist wie ein Tötemann. So, wie kann sein, dass Izchak bekommt die Bracha von Gott und die kommende Parasha, ist getötet. Das meint, ist blind. Deswegen Rashi hat ein Problem damit. והרי דבר פשוט הוא שמאחר שהקדוש ברוך הוא עצמו בעל הברכות ברך את יצחק, weil Gott hat selbst die Brachot gegeben zu Izchak. ברך את יצחק זקנתו בפרט בזמנים ההם ש123 שנים לא היו גיל מופלג כל כך, besonders in dieser Zeit 123 Jahre alt, war nicht so alt. So, das ist nicht normal, dass jemand verlor seine Augen in diese Alt. So, לא הייתה צריכה להזיק לו עד כדי כך שהיה כמת לאורך 57 שנים תמימות. Wir wissen, dass Izchak ist gestorben, während war 180. Das meint, dass wenn sagen wir, dass wenn war alt, während war 123 Jahre alt, hat verloren seine Sehe, das meint, war 57 ohne Auge. Das ist eine sehr große Strafe, das ist sehr peinlich. Für mehr als 50 Jahre leben, dass ich sehe gar nichts. Kann nicht sein, dass jemand, das hat die Beracha bekommen von Gott, kann etwas so bekommen. ובפרט שלא מצאנו כן באף אחד מאלו שהזכרו וכתוב עד כה, אף שרבים מהם חיו הרבה יותר מ-123 שנה. ובסondere, das wäre nicht, wir sehen
niemals von der anderen Person, dass plötzlich in diese Art, das war nicht normal. So. ולכן deswegen, הביא רש"י טעמים אחרים על וכן. Deswegen רש"י sagt, jetzt, hier brauchen wir einen Kommentar, brauchen wir etwas. פירוש הדבר, שקלות ובבחן מצד הברכה, שבערך הקדוש ברוך הוא את יצחק, אילמה נתרבו כאן עניינים צדדים, אכן היה מתקיים בו, על דרך שנאמר במשה רבינו לא קעתנו. אלא שכן התערבו סיבות צדדיות, so hier sollen wir sagen, müssen wir sagen, dass es gibt external, es gibt von außen andere Grund, dass Izchak ist blind geworden. Und diese Gründe haben gemacht, dass hat verloren seine Augen. So, in diesem Paragraph, in die zweite Paragraph, der Rebbe einfach Antwort zu der ersten Frage. Warum Rashi erklärt uns etwas? Wahrscheinlich steht klar in der Tora der Antwort. Er war alt. Aber Rashi sagt, nein, in diesem Kontext, besonders für Izchak, dass hat die Brachot bekommen von Gott, kann nicht sein, dass hat einfach so, war alt, seine See verloren. Es gibt Fragen? Seine Sicht, danke. Klar oder es gibt Fragen vielleicht? Nein, das ist sehr klar. Sehr klar? Okay, wunderbar. So, jetzt lesen wir weiter die dritte Paragraph, Ot Gimel. כיוון שבלימוד הפסוק ותחנה עיניו מראות, עולה תקף הקושייה. איך ייתכן שיצחק, שנתברך על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו, לקה בקהיית העיניים? Weil wir haben, wenn lernen wir der Pasuk, dass seine Sicht war schwach, und wir fragen, wie kann sein, dass der Mann, der hat die Gesegnen von Gott bekommen, einfach verloren seine Sicht? מסתבר לומר שהמענה לשאלה נרמז בפסוקים עצמם. Wahrscheinlich, der erste Reflex von alle Kommentar wird, ich suche in der Tora, vielleicht es gibt eine, wie sozusagen eine Remes, eine Hinweis, ja, eine Hinweis, dass es gibt einen Grund. ומאחר שהפסוק ותחנה עיניו מראות נאמר בהמשך למסופר בפסוק הקודם, על נשי עשיו שהיו מורד רוח ליצחק ולרבקה. So deswegen der erste Reflex von dem Kommentar von Rashi ist, ich gucke, was steht nach dieser Geschichte und vor dieser Geschichte. Vielleicht gibt es ein Element, das kann uns helfen zu verstehen, warum Izchak hat das bekommen. Und es gibt vor dieser Geschichte, wir wissen, dass Esav hat, wenn war 40, Esav war ein sehr kluger Mensch. Von außen, sieht aus, wäre eine große Tzadik. Hat gesagt, weißt du, mein Vater Izchak und Rivka, ich wollte verheiratet in dieselbe Jahre, selbe Alter von meinem Vater. Wann Izchak ist verheiratet, wenn war 40. Esav auch in dieselbe Jahre. So, Izchak immer ist ein guter Aktor, ein guter Hollywood-Spieler. Und hat auch, ich bin auch gut, ich wollte 40 Jahre alt, ich verheiratet. Aber wir wissen, dass in der Tora, wenn sagen wir, dass Esav hat Jagd, hat Hund, Zad, Jagd, hat Jagd nicht nur Tiere, viele Tiere, auch Frauen. So, das meint nicht, dass Esav hat gewartet, einfach 40, um so mit Frauen sein. Aber offiziell, er wollte gut sehen aus. So, und diese Geschichte, dass hat Frauen verheiratet, steht sofort einfach vor diese Geschichte, dass Izchak ist alt geworden. deswegen מסתבר שבסמיכות כתובים אלו מרומזים סיבת ותחנה. Deswegen, nach der ersten Erklärung, das Rashi bringt, es gibt einen Vergleich, es gibt eine Verbindung zwischen diese zwei Geschichten. Und deswegen, wie Rashi פירוש זה, deswegen Rashi bringt diese Erklärung, שסיבת ותחנה היא בהשען שן אלו. Deswegen Rashi sagt, das war wegen die Aschan. Auf Hebräisch, Aschan ist der Rauch.
תקף בתחילת הדבריו כפירוש העיקרי. Das ist die allgemeine, das ist die wichtige Erklärung von Rashi, שכן פירוש זה מרומז בכתובים גופה, weil diese Erklärung hat auch eine Hinweis, ja, in der Psukim. Das ist nicht nur eine Midrash. Manchmal die Midrashim in der Tora, es gibt gar nichts über diese Idee von dem Midrash. Aber diese erste Erklärung ist nicht nur eine Midrash. Das macht Sinn auch, warum diese Paragraph kommt nach die andere Paragraph, die Geschichte von den Frauen. Deswegen nach Rashi hat entschieden, dass das soll die erste Erklärung. מה שכן לפני שני הפירושים האחרים, סיבה ותיכנה אינה מרומזת בפשטות הגבוהים. Sondern nach die zwei andere Erklärung, das steht nicht die Geschichte von der Akedah. Akedah ist sehr alte Geschichte. Und es steht auch nicht, dass Izchak ist blind geworden, dass er wird Jakob segnen. Das steht gar nichts. Deswegen, das ist erstmal, warum die erste Erklärung ist die erste Erklärung. Weil die erste Erklärung mit der Geschichte von den Frauen von Esav hat eine hat eine Hilfe von der Text, den Text. Diese Erklärung, dieser Paragraph Ot Gimel ist klar, warum Rashi, was ist die Idee von der ersten Erklärung von Rashi. Warum? Das ist die erste Erklärung und nicht die dritte und nicht die zweite. Ja? Oder ist die Frage? Hast du verstanden? Nein? Nein. Okay, sage ich sofort. Noch einmal, super. Rashi hat entscheidend die erste Erklärung. Das meint die Erklärung, dass die Frauen von Esav ist der Grund, dass Izchak ist blind geworden. Die Rauche war schlecht und zu viel Rauche und auch nicht heilige Rauche. Und Izchak war sehr sensitiv, war sehr sensibel mit damit. Deswegen er verloren sein Gesicht. Und die Geschichte, dass Esav ist verheiratet mit Frauen, dieser Text steht ein bisschen vorher die Geschichte, dass Izchak hat verloren sein Gesicht. Das meint, das ist in der Psukim eine Verbindung. Aber plötzlich nach der Geschichte, dass Izchak hat Frauen gebracht zu Hause, der Tora sagt uns, dass Izchak ist blind geworden. Warum? Was ist die Verbindung? So, es gibt auch eine kleine klare Beweis wahrscheinlich, dass es gibt eine Verbindung zwischen diese zwei Geschichten. Und Rashi sagt, das ist der Grund, warum Izchak ist blind geworden. Aber die zwei anderen Gründe, die Geschichte von der Akedat Izchak mit die Tränen und die Geschichte, warum Izchak ist blind geworden, weil er wird in Zukunft Jakob segnen, das steht gar nichts in der Tora. Es gibt keinen Hinweis, keine Anspielung. Deswegen Rashi nach der Erklärung von der Rebbe, Rashi hat bevorzuge diese Erklärung als erste Erklärung, weil das ist die Erklärung, dass geht besser als der wörtliche, der einfache Bedeutung von der Tora. Die zwei anderen sind sehr schön, aber die zwei anderen geht nicht so gut nach der einfachen und der wörtlichen Bedeutung von der Tora. Besser? Super. Jetzt, so das war nur der erste Schritt. Diese Sicher ist sehr technische, aber das ist sehr schön zu sehen, wie Rashi ist tief. Und am Ende, der Rebbe sagt uns nicht nur eine technische Grund, sondern was können wir lernen. So immer in der Chassidut, es ist nicht nur einfach technische, warum das, warum dieses Wort, was auch können wir lernen von das. Und das ist der schönste Punkt. Aber es gibt immer, das nimmt Zeit.
um zu kommen zu die schöne Sache, immer es gibt wieder Galut. Ein bisschen Schwerkeit, Dunkelheit, danach sehen wir das Licht. So jetzt, wir sind in die technische, in die Dunkelheit, warum das, und am Ende kommt der Licht. weiter. בסדר, תודה רבה יונתן. בהצלחה. בעזרת השם. מאידך, בפירוש הראשון יש שני קשיים. Aber wir haben schon gesagt, dass wenn eine Erklärung ist gut, normalerweise Rashi kann sagen, nur eine Erklärung. Wenn Rashi bringt andere Erklärung, das meint, dass es gibt auch Probleme mit dieser Erklärung. So, was ist das Problem von dieser ersten Erklärung mit den Frauen von Esav? Das ist jetzt das Thema von diesem Paragraph. Aleph, erstmal. מובן שנשי עשיו לא גרו בבית אחד עם יצחק. Erste Sache, okay, die Frauen von Esav hat viele Rauch, viele Ketoret gemacht, vor Avodah Zarah, keine Problem. Diese Frauen leben nicht in dieselbe Haus von Izchak. Wenn ich habe einen Nachbar, der macht Avodah Zarah jede Nacht und weiß nicht, was macht mit dieser Rauche oder mit seinem Feuer, das sieht nicht, ich soll nicht blind sein. Ich sehe auch das, ich kann ein bisschen Rauch sehen von seinen Fenstern, aber was ist das Problem? אלא בדירה ובדירות משלהן. Sie wohnen in seinem Haus. Das ist das erste Problem. וכן, מובן שעשיו את מעשיהן הללו שהיו עובדות עבודה זרה ומשתות בדירה ומעשות שלהן, וכיוון שכך קצת דוחק לומר שהשען של אלו בדירתן הזיק ליצחק בביתו. Und das ist klar, dass diese Frauen wir nicht in der Haus von Izchak das machen. Das macht keinen Sinn. Izchak sicher und Rivka umso mehr wird nicht das akzeptiert. So, was ist dieser Grund? Dass hat wegen die Rauche von die Ketoret seine Sicht, seine See, seine Augen verloren. Das ist das erste Problem. Zweite Problem, מפני השנן הזיק ליצחק בלבד, ולא לרבקה. Auch eine interessante Frage. Wenn, okay, sagen wir, das ist ein Problem. Warum nur Izchak und nicht Rivka? Rivka auch angewohnt in dieselbe Wohnung, dieselbe Haus. So, warum nur Izchak, wenn das ist das große Problem? מחמת שני קשיים אלו, weil diese zwei Probleme, zwei Schwierigkeiten בפירוש הראשון, הוכרח לרש"י להזדקק לשאר הפירושים. Deswegen Rashi kann nicht sagen uns, meine Liebe, das ist die Erklärung, wir lernen weiter. Nein, es gibt Probleme mit dieser Erklärung nach der einfachen Verständnis. Deswegen Rashi bringt uns auch eine zweite und dann auch eine dritte. So, in diesem Paragraph Dalet, wir einfach haben der Rebbe fragt und erklärt uns, warum Rashi sagt uns nicht nur eine Erklärung, die Geschichte von den Frauen von Esav, weil diese Erklärung ist nicht genug. Diese Erklärung hat auch Selbstproblem. Erste Problem, warum muss Izchak Problem haben mit seinen Augen wegen der Rauche von den Frauen von Esav? Vielleicht und sicher, diese Frauen waren in einer anderen Wohnung. Und zweite, wenn, okay, können wir akzeptieren, dass sie waren in dieselbe Wohnung. Danach, warum nur Izchak und nicht Rivka? Klar? Oder etwas ist nicht klar? Super. Jetzt gehen wir weiter. והקושי בפרטי בכל אחד משני הפירושים האחרים. Jetzt gehen wir zu die zweite und dritte. Die zweite haben wir gesagt, כשנעקד על גבי המזבח, wenn war auf dem Mizbeach, וירדו דמעותיהם, und die Tränen von den Engeln haben Schade gemacht und die Augen von Izchak Schaden. Und die letzte war, כדי שייטול יעקב את הברכות, die letzte Erklärung war, dass dass Hashem hat einfach so gemacht, dass Jakob wird die Brachot nehmen und nicht Izchak, und nicht Esav, weil Izchak kann nicht sehen. בפירוש השני קשה,
Was ist das Problem von der zweiten? Vielleicht nur die zweite ist gut. תוכן בפירוש נפתחו השמיים וראו מלכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם לפיכך קהו, הוא עניין של diese Erklärung mit der Akedat Izchak und mit der Engel ist sehr schön, aber דרש ולגמרי לא על פי פשוטו של מקרא. Diese Erklärung ist total in Midrash. Ist total, es gibt keine Hinweis, keine Anspielung, keine Psukim, das spricht über diese Engel. Wo sind diese Engel in der Torah? ולגמרי לא על פי פשוטו של מקרא, דרכו של רש"י בפירוש המקרא. Deswegen, das ist die Problem von der zweite. Die zweite hat keine, Rashi ist niemals, ist nicht hier für schöne Geschichte zu uns sagen. Das, es gibt die Midrash, es gibt die Talmud. Rashi ist hier immer die Pshat. Die einfach, was steht in der Tora? Was meint dieses Wort? Und es gibt keine Worte über diese Engel. ואילו על הפירוש השלישי יש תמיהה גדולה אף מזו, nach die dritte, das ist auch schwierige. איך ייתכן שעיקר הקדוש ברוך הוא את ראיית עיניו של יצחק ולמשך כל כך הרבה שנים רק כדי שמישהו אחר יעקב יקבל על ידי זה את הברכות. בפרט שהרבה דרכים למקום. בוודאי יתה לקדוש ברוך הוא דרך אחרת לגרום לכך שיעקב יקבל את הברכות. ונח die dritte, das ist auch schwierige zu verstehen nach die Pshat. Warum Gott muss Izchak blind machen, dass Jakob wird die Brachot bekommen. Er kann sagen zu Izchak, er kann eine andere Wunder machen. Das ist Recht, das ist Zedek, dass Gott macht jemand blind so viele Jahre, 57 Jahre, dass nur ein Mensch wird Brachot bekommen. Das macht keinen Sinn. Das ist vielleicht aber nach der Pshat, das macht keinen Sinn. Deswegen die zweite und die dritte, wir sehen sofort, warum brauchen wir, aber sie sind nur in zweite und dritte Position. Bei dieser Erklärung gehen die wenige nach der Pshat, nach der einfachen Bedeutung. Die erste ist gut, mit Frauen und das ist die Psukim, wir sprechen über diese Frauen in der Torah, wir wissen, wer sind diese Frauen, das ist die Geschichte, das passiert sofort früher, dass יצחק ist alt geworden, וכיוון שתמיהה זו האחרונה גדולה הרבה יותר, מן הקושי על הפירוש השני, שהרי גרימת ייסורים והפך הטוב לאדם עבור טובת זולתו נראית כהפך היושר. דבר שלא ניתן כלל וכלל לאמרו חס ושלום ביחס לקדוש ברוך הוא. על כן קבע הקדוש ברוך הוא מקומו של הפירוש זה לאחר הפירוש השני. Deswegen, das sagen wir, dass Hashem hat gemacht etwas schlecht für jemanden, zu gut für jemand anders, das funktioniert nicht. Ich kann nicht schlecht sein mit jemandem, zu eine positive Zukunft. Wir sollen jetzt leben. Ich kann nicht schlecht mit jemandem sein, ich kann nicht eine Avera machen, zu eine Mitzvah machen übermorgen. So, warum Hashem schickt eine Strafe zu Izchak, dass später seine Enkelsohn, seine Sohn Jakob wird das bekommen, die besegnen und nicht deshalb. Deswegen diese dritte Erklärung ist dritte und erste und nicht zweite. Kamur leel. So, bis hier haben wir gesehen, die positive Punkt, die Vorteil, nein, positive Nachteil oder Vorteil, immer ich bin das ist positives Vorteil und negatives Nachteil. Dankeschön, Jonathan, sehr danke. So, die Vorteil von der ersten Erklärung ist der Kontext, ist der Wörter von der Torah. Nachteil, hat kleine Probleme, technische Probleme, wo leben die Frauen von Esav, warum nur Izchak und nicht Rivka, aber das ist technische. Wir können hier immer Grund finden. Aber mit den zwei letzten Erklärungen, es gibt grundsätzliche Probleme. Warum Gott hat etwas so stark, so schwer gemacht?
Und die zweite, das ist nicht der Pshat, das ist die Geschichte mit dem Engel, steht gar nichts in der Tora. Jetzt, in die kommende Paragraph, gehen wir weiter über die Vorteile und Nachteile von alle diese Erklärung. כאמור לעיל, בכל אחד משלושת הפירושים יש מעלה על שני הפירושים האחרים, ובסגנון אחר, בכל שני פירושים יש קושי או דוחק קל משותף, שאינו קיים בפירוש השלישי. So, wir haben gesagt, dass wenn es gibt drei Erklärungen, das ist ein bisschen mathematische, wenn es gibt drei Erklärungen, immer eine von den drei hat nicht ein Problem, das die zwei andere haben. Ich habe nur zu verstehen eine kleine Tabelle gemacht, aber wir kommen zurück zu diesem Paragraph, aber nur zu verstehen. Jetzt, das wäre ein bisschen einfacher. Es gibt 1, 2, 3. Eine Erklärung, der Rauch, zweite Erklärung, der Akedah mit den Engeln, dritte Erklärung, dass Jakob wird die Segnung bekommen. Wir haben gesagt bis jetzt, warum erste ist die erste Stelle, weil es geht gut nach dem Kontext. Die zweite, es gibt keine Einspielung, keine Hinweise in der Text und die dritte auch. Und warum auch die dritte Erklärung ist in die dritte Stelle, nicht in die erste und nicht in die zweite, weil die dritte, wie Hashem kann machen etwas so schlecht, dass Izchak wird seine Augen verloren, nur um zu Jakob die Brachot wird bekommen. Das macht keinen Sinn, deswegen das ist die schwierige Erklärung, deswegen ist in 3 Positionen. Und die zweite ist nur eine Midrash, deswegen es gibt keine Probleme mit dem Konzept von den Engeln, aber einfach, das geht nicht in der Text von der Tora, deswegen ist nur in 2. Position. Und die erste ist nicht perfekt, deswegen haben wir auch die zweite und auch die dritte, weil wo war Izchak, wenn das war in dieselbe Wohnung, nicht in dieselbe Wohnung. Jetzt, haben wir schon gelernt bis jetzt. Jetzt, der Rebbe sagt uns, dass immer es gibt ein gemeinsames Problem zwischen 2 Erklärungen, das die dritte hat nicht. So in unserem Fall, es gibt ein gemeinsames Problem zwischen die 1 und 3, deswegen haben wir die zweite. Oder es gibt ein gemeinsames Problem zwischen die 1 und 2, deswegen haben wir die dritte Erklärung. Und es gibt auch ein gemeinsames Problem zwischen 2 und 3, deswegen haben wir 1. Das ist klar? So jetzt werden wir lesen und danach kommen wir zu unserer Tabelle. Am Ende alles ist klar. Wie weiß ist der Schnee, das wird auch klar. So. Vav. כאמור לעיל, בכל אחד משלושת הפירושים יש מעלה על שני הפירושים האחרים. Wir haben gesagt, dass immer eine Erklärung hat einen Vorteil nach die 2 anderen. ובסגנון אחר, mit anderen Worten, בכל שני הפירושים יש קושי או דוחק קל משותף שאינו קיים בפירוש השלישי, immer es gibt eine Schwierigkeit in 2 Erklärungen, das geht nicht in die dritte. היתרון העיקרי בפירוש הראשון על פני שני האחרים הוא, כאמור לעיל, die gemeinsame Problem von 2 und 3, das die erste hat nicht, ist בכך שפירוש זה בלבד מרומז בכתוב. Das ist die Vorteil, dass die erste Erklärung hat, dass die zweite und dritte haben nicht, dass die erste ist geschrieben in einem Weg in der Tora. Die zweite und dritte sind in
nicht eine gute Position, weil steht nicht die Geschichte von den Engeln und auch steht niemals, dass Hashem wird etwas schlecht machen, zu jemand in Zukunft wird etwas gut bekommen. Das ist der Vorteil von der ersten, dass die zwei anderen haben nicht. Aber es gibt auch einen Vorteil von der zweiten Erklärung mit der Akedat Izchak, dass die erste und die dritte haben nicht. Was? לפי כל הפירושים, הסיבה שגרמה ליצחק לתת את הברכות ליעקב היא אכן ותחיינה. אלא שלפי הפירוש הראשון והשלישי בא ותחיינה על ידי עניין של גנות וחיסרון. Nach die erste und die dritte, das ist nicht etwas so positiv, diese Avodah Zarah von den Frauen. Das ist auch nicht so positiv, dass Izchak ist blind und bekomme wie eine Strafe, dass Jakob wird etwas bekommen am Ende. בפירוש הראשון מצד עשן של עבודה זרה, erste Erklärung ist über עבודה זרה, בפירוש השלישי מצד רצונו של יצחק לברך את עשיו, und nach die dritte, das ist weil Izchak will segnen Esav. Und Hashem macht einen Trick, dass am Ende wird Jakob segnen. Aber immer am Ende, es gibt etwas negativ. Oder Avodah Zarah. So, die Anfang von der ersten Erklärung und die dritte Erklärung ist negativ. Und ממילא נמצא שעניין של גנות, das meint, dass etwas negativ וחיסרון und schwer, ja, negativ, wie דווקא לברכות, das meint, dass danke zu der Avodah Zarah von den Frauen von Esav, Jakob hat die Bracha gewonnen. Oder danke, dass Izchak wolle Esav, am Ende Jakob hat die Brachot bekommen. Das ist immer etwas negativ. מה שאין כן לפי הפירוש השני, aber nach die zweite Erklärung, das ist super klar. Aderabba, das ist wie eine Lohn. ותחנה בה בשל מעלתו של יצחק בגלל העקדה. Die zweite Erklärung ist sehr positiv. Izchak war bereit, seinen Körper zu geben. Er war bereit zu der Akedat Izchak. Und das war der Anfang. Das war die Kerne, dass am Ende Jakob hat die Brachot bekommen. So sehen wir nach dieser Ecke, dass die zweite Erklärung hat einen Vorteil, dass die erste und die dritte haben nicht. Die zweite Erklärung ist positiv von Anfang bis Ende. Anfang positiv und Ende positiv. Wie die erste und die zweite, der Anfang war sehr schlecht und danke die Avodah Zarah von den Frauen, Jakob hat die Brachot bekommen. Das ist ein bisschen schwer. Danke, dass die nicht richtige Will von Izchak, dass er wolle Esav segnen, Jakob am Ende die Brachot bekommen. So, deswegen, das ist der Vorteil von der zweiten Erklärung auf die erste und dritte. וגם בפירוש השלישי מצינו מעלה על שני הראשונים. Und der Rebbe sagt, es gibt auch einen Vorteil von der dritten Erklärung, dass die erste und die zweite haben nicht. Welcher Vorteil ist, dass Izchak, so guter Mann, war blind, einfach so, dass sein Sohn wird Brachot bekommen. לפי שני הפירושים הראשונים נמצא שהמאורע ותחנה עיניו מרות היה שנים רבות לפני הזמן שבו זקן יצחק. Es gibt nach die zwei erste und zweite, das meint, dass wann Izchak ist blind geworden, viele Jahre vor die Zeit, dass er war alt. Nach die בעת שלקח עשיו את הנשים החיתיות בהיותו בן 40 שנה, היה יצחק בן 100 שנה. Wann Esav, Entschuldigung, ist geheiratet, wenn er war 40. Das meint, Izchak war 100 in dieser Zeit.
שהרי בעת לידת עשיו היה יצחק בן 60 שנה. Wir haben gesagt, Izchak ist verheiratet, eine kleine Zusammenfassung mit der Geschichte, mit der Nummer. Izchak ist verheiratet 40. Danach 20 Jahren ohne Kinder. Bekomme Esav und Jakob, wenn ist 60. Danach, Izchak und Jakob sind 0. Danach 40 Jahre später, wir haben gesagt, dass Esav wollte eine Komödie, wollte wie sein Vater nehmen Frauen, wenn war auch 40. Deswegen 40 Jahre später, Izchak ist schon 100 Jahre. Das meint, dass wenn war 100, Esav hat gebracht seine Frauen und die Geschichte von der Rauch ist begonnen. Das meint, dass wenn war 100, wahrscheinlich, nach dieser Erklärung, Izchak ist blind geworden. Das meint, viele Jahre vor, dass Izchak wollen die Bracha geben, wenn war alt, wenn war 123 Jahre alt. Und לפי הפירוש השני, nach die zweite, umso mehr. שהדבר יראה לי, wenn war עקדת יצחק, mit der Geschichte mit den Engeln und diese Tränen, היה זה אף קודם לכן בהיות יצחק בן 37, war danach Izchak 37 Jahre alt. So was nach die zweite Erklärung, das meint, so junge Izchak war blind, war 37, das meint, sein ganzes Leben, war ungefähr nicht blind. ועולה השאלה, למה נאמר תחילה וכתוב כי יזקן יצחק ולאחר מכן ותחנה? הלא לפי שני הפירושים הראשונים היה הפסוק צריך להיכתב בסדר הפוך, בהתאם לסדר המאורעות. לפיכך, nach der Tora sagt, dass Izchak war alt und danach hat verloren seine Sicht, seine Sehe. Und wahrscheinlich nach die erste und zweite Erklärung, das ist schon passiert, schon früher. Er hat verloren seine Augen schon vorher. Nicht, wenn er war alt oder wenn er war 37 oder wenn er war 100, aber nicht, wenn er war 123 Jahre alt. לפיכך נקד רש"י, פירוש שלישי, כדי שייטול יעקב את הברכות. לפי פירוש זה מחבר היטב סדר הכתוב, ויהי כי זקן יצחק, וממילא ביקש לתת את הברכות לעשיו, אזי ותיכן כדי שיקבל יעקב את הברכות. Deswegen, das ist der Vorteil von der dritten Erklärung. Da nur wenn wenn Izchak wollen die Brachot geben, nur in dieser Zeit, hat verloren seine Augen und hat geben danach zu Jakob und nicht zu Esav. Nach dieser Ecke sehen wir einen Vorteil von der dritten Erklärung, dass nur wenn tatsächlich muss jetzt Brachot geben, hat verloren seine Augen und danach hat nicht die Brachot geben zu Esav, sondern zu Jakob. Und das ist passiert, wenn das braucht. Das meint nicht so früh, nicht wenn war 37 oder nicht wenn war 100. So das ist der Vorteil von der dritten Erklärung, dass die erste und die zweite haben nicht. So, bis jetzt wir können zurückgehen zu unserer Tabelle, vor das beenden wir mit der technischen, mit der Lehre, mit der Botschaft von dieser Geschichte, aber nur noch einmal sehen wir die Tabelle, das alles ist klar, und wenn es gibt Fragen, gerne können wir sprechen. So, die gemeinsamen Probleme von erster und dritter Erklärung das ist ein Negativgrund. Der Rauch von der Avodah ist nicht gut. Diese Will, dass Izchak hat wie einen Fehler gemacht, dass wollte jemanden segnen und am Ende segnen jemand anders, das ist, Jakob hat die Brachot bekommen nach einem Fehler, das ist Respekt, das ist schön. Ich wollte bekommen eine besondere Segnung, Entschuldigung. Aber die Akedah macht Sinn. Die Akedah ist eine positive, hat eine Mitzvah, hat bereit für Mesirut Nefesh und die weitere Schritte von dieser Geschichte ist, dass hat die Brachot von seinem richtigen Sohn gegeben.
So, das ist die positiv, das ist die besondere, die Vorteil von der zweiten Erklärung auf der erste und zweite und dritte. Danach, was ist das gemeinsame Problem von erste und zweite, ist nach der Zeit. Der erste und zweite ist zu früh. Akedat Izchak war 37. Warum soll 37 schön blind sein? Der Tora sagt, wenn war alt, er war nicht alt. Und auch mit der Rauch, dass er war nur 100. Aber die dritte, wenn er wollte die Brachot geben, Hashem hat einen Trick, eine kleine Wunder, schwer, aber danach Zeit, er hat das gemacht, dass Jakob wird die Bracha bekommen, Zeit und nicht einfach so früh. Und die gemeinsame Problem von 2 und 3, dass die erste hat nicht, ist, dass die erste geht gut mit dem Kontext. Das Besondere nach der Geschichte, dass Esav ist verheiratet, sofort sprechen wir in der Geschichte. So muss eine Verbindung sein zwischen diese zwei Geschichten. So nach dem Kontext, die erste Erklärung ist die beste. Aber trotzdem, Entschuldigung, und die zweite und die dritte es gibt keine Anspielung, keine Hinweis in der Text, das war Engel oder war einfach ein Fehler, das Hashem hat korrigiert, dass Izchak wird Jakob segnen und nicht Esav. So, das ist die technische, so von das sehen wir, wie Raschi ist sehr tief und warum das ist die erste, warum das ist die zweite, in der Ordnung, warum 3, nicht 2, warum 3, nicht eine Erklärung. Das ist es gibt, der Rebbe erklärt so tief und so stark, was geht nach eine einfache Raschi. Zum Schluss lernen wir etwas sehr, sehr wichtig. Das kann uns helfen in unserem täglichen Leben. אחד ההוראות מן הפירוש השלישי על של רש"י. Was können wir lernen von der dritten Erklärung? עד כמה יש להיזהר ולהתרחק מדיבורי לשון הרע, wie sollen wir aufpassen und weggehen von לשון הרע? לכאורה wahrscheinlich, הייתה לקדוש ברוך הוא דרך פשוטה ביותר להביא לכך שיעקב יקבל את הברכות. wahrscheinlich, wie wir haben schon gesagt, Hashem kann viele Sachen machen, dass Jakob wird segnen bekommen und nicht Esav. Ich kann einfach sagen, לגלות, kann offenbaren, Izchak, zu Izchak, שאסав אינו רשע, Esav ist ein Rascha, soll nicht die Bרכות segnen, bekommen. Und ממילא ייתן הברכות לעשו. Nein, Hashem macht nicht so. Macht, dass Izchak ist blind und danach Jakob bekomme. ובפרט שיצחק ידע כבר שנשא עשיו עובדות עבודה זרה, אלא שיצחק היה סבור שעשיו אינו אשם בכך, כיוון שאין ביכולתו להשפיע עליהן. ואף בנוגע לעשיו עצמו, ידע יצחק שיש מן הנוגות דבר מה הטעון בירור, אין דרך עשיו להיות שם שמיים שבור בפיו. Und der Tora sagt uns, dass Izchak schon gewusst, dass Esav etwas geht nicht so gut mit ihm. Er hat gesagt, wenn Jakob ist in den Raum gegangen, er hat gesagt, Baruch Hashem, normalerweise Esav sagt nicht den Namen von Gott in seinem Mund. So, das meint, Izchak hat bewusst plus minus, dass Esav ist nicht der große Tzadik. So, Hashem kann sagen, okay, weißt du, ich bestätige, Esav ist nicht der richtige Mann dafür, für diese Brachot. ואם כן, כיוון שבכל אופן היה כבר ליצחק חשד מסוים בנוגע לעשיו, sowieso יצחק hat gewusst, יכול היה הקדוש ברוך הוא לגלות לו את האמת, במלואה, השם כאן sagen der Wahrheit bis die Ende, שעשיו אינו רשע, dass עשיו ist eine רשע, und Punkt, und danach keine blind, kleine Problem, keine Strafe, keine Pain, ואזי לא היה כל צורך בכך שתכנה עיני יצחק, danach brauchen wir gar nicht die Geschichte. אלא מכאן רואים אנו עד כמה יש להתרחק ולשמר מדיבור לשון הרע. Von das sehen wir, bis wann sollen wir aufpassen und nicht לשון הרע, nicht schlecht sprechen über jemanden, dass ist schlecht. Aber einfach sag nicht.
במשך 75, während 57 Jahre, היה יצחק כלוד בבית וכמלך, war wie ein toter Mensch, ohne Auge. Für was? ובלבד שלא יאמר על יהודי לשון הרע. Nur, dass Hashem wir nicht schlecht לשון הרע sagen auf eine Jude. Weil wir wissen, Esav war Jude. Ishmael war der Sohn von Agar. Aber Esav, seine Vater und Mutter, sind Jude. Es gibt das ist ein anderes Thema, aber Esav war Judi. Und deswegen sprechen wir gar nicht über niemals und besonders einen Bruder etwas schlecht. Und das macht Sinn. 57 Jahre blind sein, nur dass wird nicht לשון הרע sein. So, wir haben viele Arbeit, ברוך השם, ואם כך הם הדברים ביחס לעשיו, הרי בנוגע לבני ישראל לאחר מהתורה, und das war vor מתן תורה, vor dass das Torah war schon gegeben, umso mehr heute, לאחר שאמר הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, אנוכי השם אלוקיך, umso mehr heute, dass Hashem hat gesagt, ich bin Gott, deine Gott. אנוך, in den 10 Gebote, אנוכי השם אלוקיך, היינו שאצל כל יהודי, אנוכי השם, הלוואי נעשה אלוקיך, das meint, dass alle Jude, Gott ist seine Gott, כוחך וחיות, umso mehr, das sollen wir aufpassen, nicht לשון הרע sagen und immer aufpassen und auf keinen Preis, auf keinen Grund das machen, wie Hashem ist ein Beispiel dafür, dass hat einfach gefragt, dass viele teilen, aber das war noch gut in der Auge von Gott, dass wird nicht לשון הרע sagen. Es gibt vielleicht Fragen oder über die letzte Lehre oder die ganze Sicha. Ja, das habe ich nicht ganz mitgekriegt, wie du jetzt auch. Entschuldigung. Jonathan? Ich habe nicht mitbekommen, wie du jetzt auf Lashon Hara gekommen bist. Was wäre die Lashon Hara gewesen? Dass Izchak, Esav hätte sagen müssen, hör mal, du bist nicht gut genug, ich gebe den Segen lieber an Jakob. Ist es das? Genau, Hashem könnte sagen zu Izchak, weißt du, Esav ist nicht gut genug, sagt der Brachot zu Jakob. Und hat nicht so gemacht, was hat gemacht? Er hat einfach nach der dritten Erklärung, hat, wie zu sagen, hat blind Izchak gemacht. Okay. Nur, dass wird keiner schon sagen. Ja, jetzt verstehe ich. Ja. Das ist sehr, sehr starke Botschaft von dieser Geschichte. Wow, und überraschend. Ja, und das ist das erste Mal, dass lesen wir eine Sicha von Rashi, weil das ist immer sehr technisch, nicht so schwer, aber ich habe gesagt, diese Woche, trotzdem lesen wir das, einfach zu verstehen, dass Rashi ist nicht so. Rashi ist, Entschuldigung, ja, es gibt viele, der Rebbe hat viele, und wir sollen einfach verstehen, wenn der Rebbe hat das gesagt, das war vor tausende Leute in Mitte von der Verbringen und einfach kleine Details, das ist sehr technische, das ist wie Mathematik. Und die Leute haben gehört und das ist nicht einfach. Ja. Andere vielleicht Fragen oder? Alles ist klar. Die Tabelle ist wichtig. Wenn es gibt Fragen über die Tabelle, wenn jemand wollte das drucken und das ist einfach die Zusammenfassung von der Sicha. Ja, das wäre schön, wenn du uns das schicken könntest, was du da hast. Kein Problem, ich kann in die Gruppe, oder Eliyahu kann in die Gruppe. Ich kann eine E-Mail schicken, kein Problem. Auch ich habe diesmal eine Videoaufzeichnung gemacht. Und wenn man der Rav das erlaubt, kann man auch die Videoaufzeichnung teilen. Aber es ist
allgemein war sehr, sehr interessant mit dem Raschi. Ich fand das sehr interessant, auch dass Raschi zuerst 3 Gründe bringen muss und dann wird diese drei Erklärungen das Problem jeweils drinnen zeigt. Sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Ja. Bezrat Hashem. Nathan, übrigens gibt Ja. es ein ganz schönes Wort, wenn man Oh. es man nicht immer sagen muss, blind oder kann nicht sehen oder Ja. hat sein Sehen verloren oder so. Das deutsche Wort heißt Augenlicht. Augenlicht. Was das meint? Wenn man sehen kann, das ist das Augenlicht. Augenlicht. Augenlicht, ja. Und das hat beide Wörter. Die Augen, das ist technisch, aber Licht ist ganz viel. Ja. Ganz viel kann man über die Augen sehen. Und wenn jemand nicht mehr sehen kann, dann sagt man in Deutsch, er hat sein Augenlicht verloren. Ah, ich verstehe. Auch auf Aramäisch. Ein blinder Mann, sagen wir Sagine Or. Auf Aramäisch, das man, er hat viele Licht. Das ist interessant. Wow. Die deutsche Sprache hat gute Wurzeln. Genau. Aber weißt du, ich habe einmal eine Erklärung, weil wenn jemand ist blind, einfach seine Gefäß, es gibt zu viel Licht, dass es kann nicht sehen. Wenn ich habe zu viel Licht, ich kann nicht sehen. Ja. Und in Griechenland gab es, in den alten Sagen von den Griechen, gab es einen Typ von Menschen, das war der blinde Seher. Also einer, der Aha. blind ist, der kann besonders viel sehen. Genau. Wir sagen auch jemand, dass er ist blind, er macht weiter andere Kraft von der Körper, er hat das Gefühl, ist stärker oder ja. Sehr besondere Shabbat. Diese Shabbat, wir segnen, wir sprechen über Segnung, wir segnen den Monat von Kislev. Kislev ist der Monat von der Licht. Es gibt Chanukka, das ist die dritte Monat von der Jahr. Und interessant zu wissen, dass es gibt 2 Jahre. Es gibt von Tischre und es gibt von Nissan. Nissan ist der erste Monat. Und der Torah war gegeben in Sivan, der 3. Monat. Und sagen wir, die 3. Monat, Nummer 3 ist auch eine wichtige Nummer, aber die Nummer, der Torah war gegeben in Sivan. Und der Chassidut war die tiefe Torah, war gegeben, sagen wir in Jutet Kislev, nicht gegeben, aber Jutet Kislev ist der Rosh Hashanah la Chassidut, ist der neues Jahr von der Chassidut, weil Tischre, das ist auch 3 Monate, aber nach Tischre, nach einem anderen Weg zu rechnen der Monaten. So, sehr besonderer Shabbat, sehr neuer Anfang für alle, wünsche ich. Amen, Bezrat Hashem. Vielen Dank, Nathan. Bitte.